Was geht? Ich finde, dass man die tiefgründigsten Gespräche mit Abstand beim Autofahren hat. Ich wollte schon länger YouTube machen und ich glaube, dass das ist mein Ding. Ich nehme euch mit, wir fahren zusammen eine Runde und reden über jeden Scheiß. Also in dem Sinne, Anschnallen nicht vergessen, fahren wir los. Was mir schon länger aufgefallen ist, dass wir alle so viel Zeit an unserem Handy verbringen. Es ist abnormal, wirklich. Es ist komplett abnormal für mich. Ich erwische mich immer selber dabei. Ich wache in der Früh auf und das Erste, was ich mache, ist an mein Handy schauen. Dann schaue mir dann da mindestens eine Stunde oder so, gleich nach dem Aufwachen, schaue ich mir dann auf einmal, keine Ahnung, 50.000 Reels an über irgendwelche Leute, Profisportler und reiche Leute und damit starte ich dann in den Tag. Es ist doch nicht normal, dass wir unser ganzes Leben abhängig machen von diesem kleinen Ding, von diesem kleinen Handy. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, keiner von uns würde ohne Handy heutzutage überleben. Also natürlich, es gibt immer welche, bei denen es nicht so ist oder bei denen es anders ist, aber so der größte Teil, so die Norm, sage ich mal, könnte nicht mehr ohne Handy leben. Und das ist ja schon wie so ein Buch der eigenen Persönlichkeit, finde ich. Weil ich meine, da drin steht alles. Da steht alles. So, wie man folgt und was für YouTube-Kanäle man verfolgt und allgemein halt Leute. Anhand dessen kann man ja schon, keine Ahnung, so ein grobes Bild machen, was die Persönlichkeit angeht von der Person. Und ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin, der da irgendwie sich solche Gedanken macht. Ich meine, es hat auch Vorteile, muss man sagen. Okay, man muss sagen, wir können alles googeln, wenn wir irgendwas wissen wollen. Wir machen einfach unser Handy an, tippen es da schnell ein und dann sind wir schon wieder schlauer als davor. Aber das große Aber ist, wir sehen da auch so viel Scheiße. Ich meine, manchmal entscheidet man ja gar nicht wirklich, was man selber sich anschauen will. Man wird ja einfach nur zugepumpt mit irgendwelchen Reels oder mit irgendwelchen Informationen, die einem gar nichts bringen und verarbeitet die dann den ganzen Tag. Was absolut crazy ist für mich. Beim Reels schauen werden schon so viele Glückshormone erzeugt, dass man quasi schon die komplette Reizüberflutung hat. Direkt zum Einstieg in den Tag. Das ist nicht richtig. Außerdem wird man ja auch faul. Also ich erwische mich ja selber auch dabei, wie ich dann einfach, keine Ahnung, ich liege 2 Stunden auf dem Sofa und schaue mir Reels an, anstatt dass ich irgendwas Produktives mache. Es ist schwierig, was heutzutage halt kaum noch geht ohne Handy, muss man sagen. Man hat sich da so dran gewöhnt und ich meine, es bringt ja auch im Endeffekt was. Also es ist ja nicht alles nur Scheiße. Aber dieses ganze Social Media und so weiter, das würde uns allen so gut tun, einfach mal runterzuschrauben. Wirklich. Dieses komplette Überreiztsein gleich am Anfang vom Tag. Ich weiß, es ist nicht bei jedem so, aber bei mir ist es auf jeden Fall so und ich glaube, dass sich da viele damit identifizieren können. Dieses Bingen, einfach Binge-Watching, aber Reels auf Instagram oder TikTok. Ich finde was ich auch krass finde, was ich bis jetzt noch nicht so oft gehört habe, aber wo ich selber finde, dass es so ist. Ich weiß, es hört sich vielleicht den einen oder anderen wieder nach, aber es ist doch alles das Gleiche an. Aber ich finde, dass TikTok anders ist als jetzt zum Beispiel Instagram. Keine Ahnung, ich selber, es ist so eine On-Off-Beziehung mit TikTok. Ich lade es mir manchmal runter, benutze es ein bisschen und dann lösche ich es wieder. So ist es schon immer irgendwie gewesen. Und ich finde, dass man da ganz anders mit Scheiße zugepumpt wird, wie jetzt zum Beispiel auf Instagram. Klar, teilweise sind da die gleichen Videos. Also es ist ein bisschen schwierig, das einfach so zu pauschalisieren, sage ich mal. Aber ich finde, dass man da irgendwie, der Algorithmus, der funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders dort. Keine Ahnung, vielleicht lehne ich mich gerade weit aus dem Fenster damit, aber ich habe das Gefühl, dass das dich in eine gewisse Richtung führt, zu dem Mainstream. Bei Instagram habe ich das Gefühl, wenn ich mir jetzt da
nur, keine Ahnung, Natursachen anschaue, habe ich das Gefühl, dass ich auch wirklich nur Natursachen bekomme. Von irgendwelchen Fotografen oder von, keine Ahnung, irgendwelchen Reel-Erstellern, die dann selber da eben ihre Videos posten. Oder wenn ich Sportvideos anschaue, dass ich dann wirklich auch so gut wie nur Sportvideos bekomme. Und bei TikTok habe ich gemerkt, dass ich wirklich immer wieder in diesen Mainstream reingerutscht bin. Also egal, was ich mir selber freiwillig angeschaut habe, ich bin am Ende des Tages immer wieder in diesen Mainstream reingekommen. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie meine Ansicht dazu. Was man aber auf jeden Fall auch sagen muss, ist, dass beides scheiße ist. Beides ist komplett scheiße. Es ist einfach nicht gut. Es tut einem nicht gut. Man sieht die ganze Zeit irgendwelche reichen Leute oder man sieht die ganze Zeit Leute haben schon das erreicht, was man selber erreichen möchte vielleicht irgendwann. Und klar, das kann motivieren, aber wenn man damit komplett zugeschüttet wird, dann demotiviert es doch. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der so denkt, oder? Dann sieht man die ganze Zeit nur schon die Erfolge, man kommt selber nicht weiter, man kommt nicht weiter. Es ist ein schwieriges Thema. Aber stellt euch einfach mal vor, wie es wäre, wenn wir alle maximal eine Stunde am Tag, maximal eine halbe Stunde am Tag auf Instagram Reels binge-watchen würden. Stellt euch mal vor, was man in der Zeit alles andere machen könnte. Das ist so eine Ablenkung. Ich merke selber, eigentlich mache ich viel Sport und bin recht fleißig auch dort und habe einige Hobbys und so weiter. Und ich erwische mich dann eben, wie gesagt, selber dabei, wie ich einfach auf dem Sofa liege, mir denke, okay, ich muss jetzt eigentlich ins Training gehen oder dies oder das und dann aber einfach nur am Handy hänge und die ganze Zeit mir irgendeine Scheiße anschaue. Ich bin jetzt gerade in meinem Leben an einem Punkt, an dem ich einfach selber merke, wie ich immer wieder in dieses Muster falle, obwohl es ja was Normales ist heutzutage. Ich meine, wir haben alle ein Handy und wir alle sind wahrscheinlich auf Social Media, so, weißt du, wie ich meine? Und wir schauen uns alle irgendwelche Videos an. Deshalb ist es irgendwie Normalität, aber es ist doch im Prinzip das gleiche wie eine Sucht, oder liege ich da falsch? Ich meine, du kriegst dadurch Glückshormone, es befriedigt dein Gehirn ja ein bisschen, da immer wieder neue Reize und deshalb ist es ja eigentlich eine Sucht und auch nicht mal irgendwie eine schwache Sucht, sondern eine ziemlich starke. Wenn man sich überlegt, wie man da dran hängt einfach. Wie man da dran einfach die ganze Zeit hängt. Man muss sich wirklich heutzutage ganz bewusst dafür entscheiden, ich bin jetzt nicht am Handy. Ich bin heute nicht am Handy. Und dann macht man es vielleicht einen Tag lang, wenn es gut läuft. Das ist ganz witzig. Ich habe mir bis vor 2 oder 3 Jahren habe ich mir immer einmal im Jahr habe ich mir ein Klapphandy gekauft und habe mein Smartphone jetzt nicht weggeschmissen oder so, aber halt einfach weggesperrt quasi. Einfach weggetan und dann nur dieses Klapphandy benutzt. Und ich habe wirklich gemerkt, wie ich mich dadurch einfach freier gefühlt habe. Das war am Anfang so komisch. Ich habe mir so oft an die Hosentasche gefasst und versucht, mein Smartphone rauszuholen. Immer in diesen Momenten, wo man kurz warten musste oder wo es kurz langweilig ist, habe ich mir an die Hosentasche gefasst und mir gedacht, scheiße, habe ich ja gar nicht mehr. Aber es hat wirklich geholfen. Die ersten paar Tage waren, wie gesagt, sehr komisch, aber danach hast du ganz andere Sachen wahrgenommen. Du hast ganz andere Sachen im Leben wahrgenommen danach. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich Zug gefahren bin mit 2 Kollegen von mir und jeder war halt am Handy, am Warten, klar, du bist beim Fahren, dies, das. Und ich habe einfach nur in der Gegend rumgeschaut und das hört sich so dumm an, ich weiß, aber ich habe alles so wahrgenommen. Ich habe die ganzen Leute gesehen, wie sie warten, und habe mir gedacht, ja, jeder hat hier so seinen Alltag und jeder muss hier irgendwo hinkommen gerade und versucht irgendwie die Zeit totzuschlagen, klar. Und die meisten waren halt einfach an ihrem Smartphone, haben rumgescrollt. Und dabei habe ich auch festgestellt, dass es hört sich vielleicht sehr extrem an, aber ich finde, dass es ein bisschen dehumanisiert. Dass du, wenn du die ganze Zeit diese Menschen in deinem Bildschirm siehst, die dann ich weiß nicht, dann verlässt du irgendwie so ein bisschen die Realität
man vergisst so ein bisschen, dass jeder hat so sein Leben und jeder muss so jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder muss seine Rechnungen zahlen und jeder hat seine Sorgen, jeder muss von A nach B kommen irgendwie so schnell wie möglich. Und ich finde, dass man durch dieses Reels schauen, das so ein bisschen vergisst. Ich will nicht sagen, dass jetzt jeder, der Reels anschaut, dass der irgendwie kein Mensch ist oder dass es voll scheiße ist. Beziehungsweise, weißt du was? Es ist voll scheiße. Ich habe Hobbys, die etwas anspruchsvoll sind und wo ich noch am Anfang stehe. Und ich merke, wenn ich dazu lernen will, wenn ich mir irgendwelche Tutorials anschaue, irgendwelche Videos anschaue, von anderen Leuten lerne, dann merke ich, wie meine Aufmerksamkeitsspanne einfach so kurz ist. Ich kann mich da keine Stunde drauf konzentrieren, irgendwie ein hochwertiges Video anzuschauen, einen Kurs zu machen oder so. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Keine Stunde, vielleicht 10 Minuten. Und dann schweife ich so ab. Und ich dachte am Anfang, okay, hey, ich bin halt, keine Ahnung, vielleicht habe ich ADS oder so, was weiß ich, aber ich habe so ein bisschen rumgefragt im Freundeskreis und auch so generell mal bei der Arbeit und so weiter und es geht echt vielen so. Es geht echt vielen so. Und ich glaube, dass es noch ziemlich ausartet, weil alle Menschen irgendwie so ein bisschen desensibilisiert sind, habe ich das Gefühl. Wenn man so über Themen redet, wenn du vor 10 Jahren, wenn du vor 15 Jahren über solche Themen geredet hättest, mit Leuten wie Kriege und Hunger und dritte Weltländer und was weiß ich, so diese Themen, wo man früher sich gar nicht ausmalen konnte, wie schlimm das ist. Wenn man heutzutage mit den Leuten darüber redet, dann merkt man, es ist niemandem egal. Es ist denen nicht egal, es ist niemandem scheißegal. Klar, ich sag nicht, dass Leute irgendwie komplett kaputt geworden sind dadurch, aber abgestumpft. Die sind aber abgestumpft. Das ist so. Weil du siehst in deren Gesichtern einfach, okay, das werden die in 2 Stunden wieder komplett vergessen haben. Weil Instagram, TikTok und die ganzen Social Media Seiten sind ja auch damit vollgepumpt, muss man sagen. Es ist ja nicht nur irgendwie komplett, dass man sich aussucht. Man wird auch das wird dich finden, so ein Content. Von Leuten, die sterben, von Leuten, die hungern. Sowas findet dich. Da kann sich keiner davor verstecken, egal was du für einen Algorithmus hast. Und das ist jetzt vielleicht eine krasse Verschwörungstheorie, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so gewollt, um uns einfach zu desensibilisieren. Dass wir als Menschen einfach nicht mehr das Attachment haben zueinander. Vielleicht ist es wirklich so gewollt, dass wir alle einfach nur massenmanipuliert werden und es aber nicht sehen, weil wir ja denken, es ist ja meine Wahl, es ist ja mein Wille, ich will das ja, ich mache das ja aus freien Stücken. Wisst ihr, wie ich meine? Und leider, falls es so ist, haben die damit auch Erfolg. Ich glaube, dass wir alle auch ein bisschen depressiver sind oder anfälliger für Depressionen sind heutzutage. Wegen diesem ganzen Social Media. Weil, ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wir sehen, dass das Leid der Welt ist ja so greifbar mittlerweile. Was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes ist, klar. Man kann ja viel besser sich in Leute hineinversetzen und sehen, wow, die Welt ist echt scheiße. Klingt irgendwie scheiße, wenn ich jetzt ausspreche, aber es ist ja auch ein Vorteil, dass man nicht mit einer rosaroten Brille die Welt sieht. Also wir sind da, hier kannst du aussteigen. Danke fürs Mitfahren.